Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Und heute befinden wir uns mal nicht auf meinem Main, denn wir gehen jetzt gleich rüber auf einen anderen Server, wo ich mir schon einen Charakter mal erstellt habe mal zum Schauen. Denn heute möchte ich euch ein sehr, sehr interessantes Projekt vorstellen. Und sowas in der Art und Weise wollte ich auch schon mal immer machen, aber zuallererst habe ich nicht die finanziellen Möglichkeiten, sowas zu machen, und auf der anderen Seite habe ich auch nicht das nötige Know-how, was jetzt einen perfekten Serverstart angeht. Dafür habe ich viel zu wenige Serverstarts gespielt und mich auch damit viel zu wenig befasst. Ihr kennt mich, ich bin mehr so der Typ, der lieber im Late-Game chillt, so, ne? Und dafür haben wir aber einen Experten, der das Ganze mal richtig durchziehen möchte, und dazu sind wir hier auf dem deutschen Server Nummer 7. Ja, und ich habe mir hier in der Freundesliste schon den Namen gespeichert, und zwar ist das der Turor. Der ein oder andere wird ihn sicherlich von euch kennen vom Namen her. Das ist ein sehr, sehr bekannter Serverstart-Spieler, der zum Anfang richtig viel reinbuttert und dann meistens aufhört. Er ist dafür bekannt, halt wirklich sehr, sehr viel Geld ins Spiel zu stecken und auch das nötige Know-how mit sich bringt. Und er hatte jetzt, glaube ich, eine Zeit lang irgendwie aufgehört gehabt, spielt jetzt, glaube ich, nicht mehr so wirklich, außer auf seinen Druiden irgendwie. Ich weiß jetzt aber nicht mehr ganz genau, auf welchem Server das war. Und jetzt ist er wieder da, und jetzt macht er eine richtig fette Aufholjagd. Die hat er gestartet am 13.01. Und wir haben heute jetzt den 16.01., wo ich das Video hochlade. Heute hat er allerdings noch nicht gespielt, das heißt Stufe 272 hat er innerhalb von 2 Tagen, soweit ich weiß, erreicht. Das ist schon mal fett. Auf jeden Fall spielt er hier auf einem alten deutschen Server. So, was soll das Ganze? Ich finde das sehr, sehr interessant, da Turor halt wirklich jemand ist, der wirklich dafür bekannt ist, sehr, 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 sehr viel Geld ins Spiel zu stecken. Finde ich es halt interessant, was möglich ist auf einem alten Server mit einer Aufholjagd, mit einer Klasse, die fürs Late Game konzipiert ist, also Assassine, Battle Mages sind somit die stärksten Late Game Klasse. Der Krieger kommt da vielleicht auch noch mit rein, auf jeden Fall die 3. Deswegen hat er auch bewusst schon eine Late Game Klasse genommen. Das heißt, er will es wahrscheinlich auch durchziehen, so, ne? Und nur mal so, um das Ganze im Verhältnis mal zu sehen als Beispiel, Turor war auch derjenige, der die meisten Dungeon Runs innerhalb von 10 Tagen gemacht hatte. Ich weiß nicht, welcher Dungeon das gewesen ist, aber es gibt auf jeden Fall Fotos, wo, glaube ich, zwischen 400 und 500 Dungeon Runs der Typ auf seinem Druiden gemacht hat. Also wir sprechen hier wirklich von Dimensionen, die sind jenseits von Gut und Böse. Und deswegen finde ich das gerade so interessant, was möglich ist. Denn er hat sich hier zur Aufgabe gemacht, der stärkste Assassine der Welt zu werden. So. Und das ist natürlich eine Aufgabe, die kann man so jetzt gar nicht irgendwie, das kann man eigentlich gar nicht so erfüllen, weil der Assassine ist auf dem deutschen Server 39, glaube ich, rausgekommen, wenn ich mich jetzt nicht irre. Oder? Nee, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich glaube, das war 39 oder war es 38? Nee, 39 war der Berserker. Nee, dann war der schon früher auf jeden Fall. Das war der Server, wo Unge damals hinzukam. Das heißt, der ist schon ein paar Jährchen alt. Und es gibt schon Assassinen, die sind über Stufe 500. Und ich glaube sogar noch höher, so vom Level her. Allerdings ist es halt schwierig, die jetzt aufzuholen. So, ne? Also wie willst du zum Teufel das schaffen, der stärkste Assassine im Spiel zu werden, so, wenn du jetzt schon so viele Jahre hinterherhinkst. So, ne? Und wie gesagt, da bin ich halt gespannt, was mit Geld alles möglich ist. Er hatte auch noch was im Discord dazu geschrieben, das wollte ich euch mal zeigen. Ja, er hatte hier geschrieben gehabt, nach dem Speed-Server wollte er das Spiel eigentlich verlassen, aber die internationale Ehrenhalle turnt ihn zu sehr an, sag ich mal, ne? Und deswegen ist er zurückgekehrt auf seinen Druiden, aber hat noch einen Charakter gemacht auf S7, und zwar den Assassin, wo er vorhat, den stärksten Assassin im ganzen Spiel
zu bekommen, so, ne? Also, und das mit Hilfe und Tipps von Strider halt, ne? Ja, die haben sich den Server S7 bewusst ausgesucht, weil hier in der Masse wohl noch am meisten aktive Spieler da sind, so, ne? S1 hat zwar auch sehr, sehr viele aktive Spieler, aber eher so im höheren Segment, und hier sind mehr Leute dabei, die auch im niedrigeren Segment aktiv sind, so, ne? Genau. Huch, was habe ich jetzt hier? Mal gucken, wo ist denn das andere Bild hier? Ich habe doch ein zweites Bild hier noch gemacht. Kleinen Moment, wo haben wir das? Das ist hier. So. Ja, genau, hier schreibt er dann halt noch, er weiß nicht ganz genau, ob er es schaffen wird, aber er will es sehen. Er mag halt Challenges und er will gucken, was auf so einem 10 Jahre alten Server halt möglich ist, so, ne? Und hatte halt auch noch geschrieben, dass der Jurik, der ja auch ein sehr, sehr starker internationaler also IHOF-Spieler ist, so, ne, innerhalb geschafft hat von 5 Jahren, Leute aufzuholen, die 10 Jahre schon ihren Charakter spielen. Und so viel, wie sich im Spiel halt verändert, könnte es vielleicht möglich sein, dass in 2, 3 Jahren er auch Spieler aufholen kann, die das Spiel schon 10 Jahre spielen. So. Er hat hier auf einem alten Server gestartet, weil er hier natürlich die besten Voraussetzungen hat. Hier hat er gleich, also hier startet er ja mit vollen Boni. Er ist hier in der Gilde die kleinen Sträuche gestartet. Huch, jetzt muss ich mal hier in die Gilden. Die kleinen Sträuche sind ja auf Platz 6. Aber das ist ja egal, Hauptsache die Ausbauten stimmen halt. Die haben halt, gehe ich mal zu 100% aus, dass sie maximale Ausbaustufen haben. Das heißt, ihm fällt der Start ein bisschen leichter und er hat hier auch fast eine gemaxte Ritterhalle direkt zum Start bekommen. Das heißt, er kann hier richtig fett Profit machen, richtig Progress innerhalb der ersten Tage, und deswegen hat er es ja auch schon geschafft, mit einem Assassin hier innerhalb von 2 Tagen diese Stufe zu erreichen. Wie gesagt, heute hat er, glaube ich, noch nicht gespielt. Ist relativ früh am Morgen, wo ich das jetzt hier gerade aufnehme. Und deswegen bin ich da sehr gespannt. Ich werde da mal hin und wieder immer ein Auge drauf werfen und euch da auch mal seine Achievements, seine Updates mal zur Verfügung stellen. Das sind jetzt übrigens die Stats, die er jetzt innerhalb von 2 Tagen geschafft hat, ne? Und ich frage mal euch an der Stelle, was meint ihr? Schafft das der Turor, der stärkste Assassine im ganzen Spiel zu werden? Oder wird das eher so, er hört nach ein paar Tagen oder nach ein paar Wochen wieder auf, weil er merkt, das ist doch nichts für ihn, so, ne? Es ist relativ schwierig und ich bin gespannt, was halt möglich ist, wenn man halt eben genug Geld hat. Das hat er ja in der Vergangenheit bewiesen, alleine schon durch diese 400-500 Runs da in diesem einen Legendary Dungeon, was du dir da an Stat-Punkte und sowas denn zusammenboostest, das ist schon wirklich nicht mehr feierbar, ne? Das Ding ist halt aber auch, zum Anfang, jetzt innerhalb der ersten 2 Tage, levelt er natürlich relativ fix. Das ist ganz klar, vor allen Dingen halt mit diesen guten Startvoraussetzungen, aber nachher, wenn er halt ein bisschen mehr ins Late-Game kommt, muss er halt dann immer noch weiter so Gas geben wie am Anfang, um halt irgendwann die stärksten Assassinen aufzuholen, die es momentan gibt, und deswegen, da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, wie er das Ganze hier meistern wird. Und was möglich ist, wenn man halt eben mehr oder minder unendlich Geld zur Verfügung hat, sag ich mal, für das Spiel, um sich halt die Stat-Punkte zu erkaufen, um halt eben die Spieler auf dem Server hier aufzuholen, die schon wirklich über 10 Jahre hier spielen. S7 ist ja nun wirklich ein sehr, sehr alter Server, und hier sind Leute drauf, die halt wirklich schon sehr, sehr lange spielen und sehr, sehr hohe Accounts haben. Und diese Stat-Punkte hier aufzuholen, weiß ich nicht, weil er hat ja auch davon geredet, von der IHOF, ne, und dazu müsste er halt diese Leute hier auch aufholen, ne, das scheint erstmal wirklich unmöglich zu sein, aber wenn halt Geld wirklich eine Ressource ist, die halt fast unendlich da ist, dann bin ich gespannt, was er denn hier innerhalb der nächsten paar Jahre denn so auf dem Server leisten wird. Deswegen warten wir mal ab. Ja, das waren jetzt erst die ersten 2 Tage, mal schauen, dann kommen ja nachher noch die richtigen Upgrades, die kommen ja nachher dann erst, wenn die Legendary Gems da sind, so, ne, wenn der erste legendäre Dungeon dann auch da ist, wo er dann halt auch richtig viel durchrunnen kann, und da bin ich sehr gespannt, wie viele Statpunkte er denn da machen wird und wo die Reise mit ihm so hingehen wird, ne. Das wollte ich euch nur mal zeigen. Ja, ich finde das Projekt ziemlich interessant, weil Shakes & Fidget ist ja nun mal wirklich sehr krass Pay to Win, und jetzt vor allen Dingen so eine alte Aufholjagd auf einem, oder ich sag mal, eine Aufholjagd auf einem alten Server,
finde ich schon sehr interessant und ich glaube, die kleinen Sträuche, die Gilde, die er sich jetzt hier ausgesucht hat, ich glaube, die freuen sich sehr, sehr über diesen Neuzuwachs hier, ne? Ich meine, das ist ja auch eine alte Gilde auf einem alten Server und jetzt, wenn man hier halt einer der stärksten Payer in ganz Shakes and Fidget hier in seiner Gilde hat, ja, der räumt wahrscheinlich so ein bisschen die Gilde auch auf, ne? Der wird wahrscheinlich den Gildenchat ziemlich hart zugespammt haben die letzten Tage. Da wird wahrscheinlich einiges abgehen. Ey, ich bin sehr, sehr gespannt. Ist eine coole Sache. Und mal schauen. Es zeigt natürlich auch ganz gut, was halt möglich ist, wenn man halt eben ja, in dieses Spiel halt, ja, wenn man halt mehr Geld hat als alle anderen zusammengefühlt irgendwie, ne, und sich dann halt eben diese Vorteile im Spiel halt erkauft, muss man halt gucken, wie viel einem das selbst wert ist, so, ne? Vor allen Dingen zum Anfang bekommst du halt du kommst halt relativ schnell im Level voran, aber du bekommst halt so die Stat-Punkte, die bekommst du halt erst nachher im Late-Game, wenn du höheres Level bist, so, ne? Und wie gesagt, da musst du halt erstmal hinkommen, ne? Aber mal schauen. Assassine, wie gesagt, ist eine gute Klasse. Mit einem Berserker wäre er wahrscheinlich noch schneller, da wäre er wahrscheinlich schon 300 plus. Jetzt innerhalb von 2 Tagen, das muss man sich aber mal erstmal reinziehen, ne? Das wäre unglaublich krank. Aber mit einem Assassin hat er eine gute Late-Game-Klasse gewählt. Natürlich auch bewusst, ne? Weil halt der Assassine auch eben konstant im Schaden ist, konstanter als der Berserker und deswegen halt auch Konstanz ist halt alles in der Ehrenhalle und deswegen eine gute Entscheidung. Mal schauen, was so geht. Wir werden da weiter drauf achten. Ich bin gespannt auf eure Meinung dazu, was ihr dazu sagt, ob er das schafft oder nicht schafft und ja, ob da die Ausdauer dann auch nachher am Ende des Tages da ist. Ich glaube, das Geld spielt da keine Rolle, aber ich glaube mehr so die Ausdauer, die man dann hier auch aufbringen muss, um halt so einen perfekt gespielten Char auch hier weiter Progress zu machen. So, ne? Ja, alles klar. Das war es soweit dazu. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt da auch ein bisschen Spaß dran an diesem Projekt. Bin ich durch Zufall durch die Taverne darauf aufmerksam geworden, auf dem Discord, dass er hier wieder zurück ist und jetzt hier Vollgas gibt auf dem S7-Server. Ne? Und deswegen war es das soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.